Hey ho meine Freunde, hier ist euer Dreamer, hier mit euch bei den Technomancer. Letztes Mal sind wir stehen geblieben, letztes Mal sind wir hier, müssen wir auf der Patinse die Tafel einen Schlüssel hat. Warten, bis das Ding einen Schlüssel hat. Und da hatte ich mir gedacht, ich will endlich mal die bescheuerte, verdammte Quest hinkriegen, wie ich hier... Eigentlich muss ich bloß hier von Überfluss die Uniform anziehen, ne? Hab ich an. So. Gucken wir genau nach. Scott ist verschwunden. Ne, das war's auch nicht. Täuschung. Rüst dein Team mit Offiziersuniform von Überfluss aus. Okay. Mich hab ich. Stelle ich erstmal. Technikerjacke. Überfluss. Bitteschön. Warte mal. Überfluss Offizier. Ach, ich check's jetzt gerade. Offizier. Nicht mit Überfluss, einfach nur Offizier. Ach, ich bin so bescheuert. Nee, Leute. So. Nummer 1. Brauche ich noch 2. Ich frage mich, wie geht die scheiß Quest und etc. Wieso aktualisiert sich das nicht und so. Am Ende ist es eigentlich nur so, dass ich Offizierskleidung brauche. Wieso sagt mir das keiner? Ja. Ach nee, ist bei Uplay. Toll. Wieso wird denn das hier bei Uplay angezeigt, weil ich über Steam online bin? Das gibt's überhaupt nicht. So, und du gibst mir zur Offizierskleidung. Nein, gib mir deine scheiß Offizierskleidung. Ja, laber nicht dumm zu. So, zack. So, Grauschulter zwar 2. Rüste ich mein Team damit aus. Nisha. Eigentlich Nisha weniger. Die habe ich eigentlich erst nur mitgenommen wegen die eine Quest. Wenn mir das gerade so einfällt, die hält ja kaum was aus. Das ist das Problem. Ich brauche dringend keinen Fernkämpfer. Naja, Erfahrungsbonus hin oder her. Erfahrungsbonus ist schön und gut, aber jedes Mal sich da hinzulegen. Nee. So, Nisha, du nicht. Wie geht's Andrew? Andrew ist mit dem Stab. Ich brauche eben mit dem Schild, der was aushält. Also kommst du mal mit. Ich denke mal, das wird keine einfache Mission. Nein, Nisha, kein Andrew. Du, mein Freund, du kriegst auch die Jacke. Kriegst auch die Jacke. Emily, oder hieß es? Genau, Emilia Rasher, also ich kriege nicht. Alter. Nennen wir es aber Emilia. So. Du kannst eigentlich eine schwere Rüstung gebrauchen. Hast du schon, ja, stimmt. Aber die ist irgendwie besser, ja?
Was geht wieder schon zum Unterbrechen? Das ist meine Technomancer Jacke, ja? Kriegst du nicht. Ach, zieh sie hier an. Das hier. Hier ist gut schon ausgerüstet. Ja auch. Und die Offiziersjacken müssen wir erstmal upgraden. Weil so gehe ich nicht raus. Aus dem Haus. Ach, kann ich gar nicht upgraden. Was ist denn das für ein Kack? Die Jacken behalte ich. Die Jacke behalte ich. Weil ich irgendwie besser sind die ACC. ASC. Mensch, bin ich doof oder so? Ja, bin ich. Recyceln. Kann ich gut gebrauchen. Recyceln brauche ich. Die ASC behalte ich. Handjacke brauche ich nicht. Ne, behalte ich nicht. Brauche ich nicht. Ingenieur brauche ich nicht. Technomancer Jacke brauche ich nicht. So. Recyceln wir alles. So. Das kann man auch. Das kann ich nicht recyceln. Recycle ich halt eben das hier. Das wird recycelt, das wird recycelt, das wird recycelt. Recycelt. Sorry Leute, aber das muss mal alles hier weg und verkaufen will ich ja nicht, weil wir die Rohstoffe noch später brauchen. Bevor ich hier neu kaufen muss hier. So. Ich mag die Musik. Ist geil. Ist geil. Ist geil. So, erstmal das hier. Und das hier. Schuhe, verdammt, habe ich alle verkauft. Recycelt. Kriegst du das hier? Kriegst du noch das hier? Der sieht ein bisschen bescheuert aus. Ohne die Technomancer-Jacke, aber es erfüllt seinen Nutzen, sagen wir es so. 18, nee, das will ich nicht recyceln, aber das hier. Ja, recycle es. Recycle jeden Scheiß, alle, das du nicht brauchst. Ja, man möchte. Ich habe eine Nagelpistole. Ich kann... Ach ja, stimmt. So. So viele Pistolen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Oh, heute muss ich auch noch rendern. Ach, mach ich morgen. Hier Lust mehr zu rendern. Verdammt, ey, habe ich 4 eingesammelt.
Kriegst du ein Upgrade. Ja, das hier. Schild hat schon einen geilen Upgrade. Finde ich okay. Ich muss hier erinnert mich irgendwie an irgendein Strategiespiel, aber ich weiß nicht mal welches. Könnte vielleicht auf Age of Mythologie sein. Weil die hatten bei Mission bei Ägypten auch solche Musik, was ich ziemlich geil fand. Als Kind. Und das hier. So. Schuhe irgendwie? Nein. So, mein großer Freund. Hast du noch irgendwas? Ich weiß gar nicht, kannst du eigentlich auch die Hose anziehen? Ich sag mal, Vorsicht ist besser. Vorsicht ist besser als Nachsicht. So, mein Großer. Widerstand gegen unterbrechen. Du könntest eigentlich auch mal eine neue Waffe gebrauchen, hä? Aber rüsten wir gleich mit schweren Streitkolben besser aus. Naja, können wir wenigstens das hier machen und das hier. Und da hat sich's schon erledigt. Dann machen wir die Täuschung, alle anderen machen wir auch aus. So. Jetzt sehe ich bloß noch eine Mission. Reisen. Geht zu Auroras Schattenfahrt. Ja, ja, los. Mission beginnen! Oh, Schattenfahrt. Why are you saying that? You kidding me? You can't see that this poser prince is using you to restart a war so he can fucking swim in serum? Even if Abundance has tried to kill me, I don't know if I'm ready to do this. I agree this mission is distasteful, but I'm sure there are other motives here. Dandolo is not the type to wave a red flag just to provoke a new war. He knows how delicate the situation is. As for the costume story, I'm sure he also has some productive purpose for that too. Yeah, no shit. The purpose is to get rich quick. Don't forget, Dandolo is a merchant first, leader second, humanitarian third. Coming from a corporation, it might be hard for you to understand, but he's essentially driven by self-interest. Morality isn't the issue. It's not about good or bad, it's about what's profitable. Dandolo is simply an opportunist, and if the peace between Aurora and Abundance is sincere, then one isolated attack shouldn't instigate a whole new war. I know this doesn't feel right, but remember, you don't owe Abundance a thing. And even if they do go back to war, it's because they were already hungry for a fight. With Dandolo, you just need to read between the lines sometimes. When we get there, maybe we could try something a little craftier and avoid a conflict altogether. I think what he really wants are the costumes, though I'm not sure why. Sucks. Butting heads with our old fucking enemies is one thing, but doing it just to benefit that piece of crap who makes us do his dirty work? Ja, legen, dreh, prügeln, töten, Zermetzeln. I flat out hate Dandolo. Nur dass Zermetzeln und Prügeln nicht drin ist. So, hau mal jeden auf die Fresse, den wir hier sehen. Halt! Don't move! What are you doing? In case you haven't heard, there's been a truce and a peace treaty is being negotiated.
Yeah, we heard. Truth is, though, we're not part of Abundance anymore. If you're seeking asylum, I'm sorry, but That's not what we're after. Even if the deal's tempting, just listen. We work for a guy who wants nothing more than to restart the war between your corporation and Abundance. We were sent to attack you and make it look like Abundance broke the truce. so why are you telling me? Because I've seen too much blood and war for one lifetime. But I need a favor. Our backer wanted us to bring back your uniforms to prove we accomplished the mission. Your employer won't just take your word for it? Doesn't sound like such a good employer. Here, take this key. It'll get you into our stock over there. We always have some spares. You're a Technomancer too? What a shame. Would have been nice to just talk. Exchange information we know about the settlers. About Earth. Maybe another time, yeah? Thanks for the key. Lieber das hier, Leute, weil ich habe echt keine Lust. Also ich bin kein Mensch, der auf Krieg steht. Töten, Gewalt und das Ganze etc. Ihr wisst schon, was ich meine. Nicht wahr, meine Freunde? Deswegen sage ich... Deswegen habe ich über das gesagt, weil... Wieso der ganze Scheiß? Hi, Zach. How are you? Nein, das Hallo, wollte ich gerade Amelia. nicht. Deswegen... Nee. Das ist es mir nicht wert, die Leute umzuschlagen, zu töten, weil derjenige Krieg haben will. Ich verarsche lieber. Ich hintergehe den Typen lieber, als hier einen zweiten Krieg anzuzetteln, auch wenn hier Überfluss uns verraten hat. Aber die Menschen in Überfluss konnten nichts dafür. Also die Menschen in Überfluss konnten überhaupt nichts dafür, dass die Führung in Überfluss uns verraten hat. Ja. Aber trotzdem nicht mal alles mit, was hier gibt. Fortunately, this is beyond my skill level. Ich klang gerade wie ein Boogie. Was haben wir hier? Ah, noch eine Kiste. Fortunately, this is beyond my skill level. Geht es noch auf den Sack? Ich will dich als Gäste! Jo! 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 Death to the humans! Jo! Cain avenges us! There are troops contained here? Then we must fight, Zachariah. We have no other option. I'll explain later. Aua! I'm sorry for that attack. Kane's troops are increasingly out of control. You're not responsible for what every other mutant does. Who's Kane? A leader who wants to exterminate the humans. He says it is the only way for us to be free. He is a violent brute, but very smart, too. So he is very dangerous. And he gets more followers each day from those of my kind who grow tired of how humans treat us. From those who want vengeance and freedom, even if we must get it through blood. I do not think that is the way, though. Someday I will have to fight against him, but for now, we must go back to Noctis.
Okay. Eine Mutanten. Wir sagen mal eine versuchte Mutantenrevolution. Ach stimmt, ja, die hat doch noch keine Aufgabe. Ja, soll Tank spielen. Tanky Banky. Banky Tanky. Ist mir gerade so aufgefallen, gerade nach links auf die Namen meiner Gefährten geschaut habe. Ich bin ein gewiefter Kerl. Ha, 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 ha. Ich bin ein gewiefter Kerl. Der eine Klatsch an der Birne hat. Wieso geht denn das hier nicht? Ist er vielleicht damit hier einen Zug anzudocken oder was? Ich würde gerne mit dem Zug fahren hier. Und ich öffne mal hier mal die Kiste. Ah, Kiste. Kiste. Materialien sind immer gut. Gehen wir mal hoch. Sonnenstrahlung sind böse. Ist böse. Ich habe einen guten Ruf bei Nottix gemacht. his costumes. You think he likes playing dress up or some shit? Because, I mean, I don't really see the point. He's an offbeat fellow, but I can't imagine him dressing up in front of the mirror. Though I can't imagine the pompous laughter if he liked the way he looked. No, he must have buyers. Dandolo asks for things for a reason. However indirect his requests may be, they're always planned investments that he anticipates to pay off in time. These unis better make him happy. I don't want to keep running errands for the Prince of Dress Up. I could be wrong, but I am doubtful his request will stop here. He is the prince of merchants. He'll maximize what he can get out of every friend and acquaintance. It might seem like we're running pointless errands, but isn't it nice here? We are fed, housed, and welcomed by friends, and far from Victor's madness. Yeah, we get it. You like Dandolo. But I'm still the one who's driving us around, and this is the last time I act like a fucking costume rental service. Yep. Sinnlose Bodengänge. Bodengänge über Bodengänge. Selbst der Boden hat einen Gang. Tudum. So, da sehe ich wieder meine Technomancer Ausrüstung an. Robs. Emilia. So. Ich denke mal, übersetzt hat es auch fertig. Hä? Wo ist denn der?
ist... Nee, das ist eine Frau. Da ist er. Zachariah, what can I do for you? We found the Aurora convoy you wanted us to hit. Convoy attack went off as planned. We left the witnesses and brought back the uniforms. Oh, delightful. And these uniforms, so spotless after a bloody battle. You deserve a round of applause for fighting like such a gentleman. Now, if I had a choice, I wouldn't assign you a new mission so quickly, but alas, it's Verarschen? urgent. Remember earlier when I told you Ophir's Vori have their sights set on Noctis? Want a foothold in my city that'll let them reach the other corporations? Well, the thought's been eating at me. Makes me sick to think of their violence intruding on this city. Luckily, up till now, it was just a distant threat. Scuffles in our fair city and the attitudes of some of our newer inhabitants make me wonder why they haven't already found their way in. What do you want me to do exactly? Investigate. Suss it out. You know the Vori, their methods, probably even some of their members. If they're here, I'm sure you'll see them. When you do, lure them out, then kick them out. We don't want them here. Oh, one more thing, probably nothing. I'm sure you're aware the ASC now controls Ophir. And, as I'm sure you can imagine, its constant surveillance makes it difficult for our underground matters. All thanks to new asinine restrictions created daily, like a tightening noose. So I need you to smuggle some of our merchandise in through the city's underworks, as you call it, to one of our clients. And since I know you know them well, it should be a cakewalk for you. And lucrative. Very lucrative. My property manager will give you the goods. I'll do my best. Okay. Hoffentlich fliegt das nicht auf, dass wir ihn verarscht haben. Wäre echt scheiße. Hey there. I was told to come find you. Looking to smuggle merchandise to Ophir? You've come to the right place. Hope Dandolo explained the risks. Not really, but I know Ophir well enough. He probably just didn't want to worry me. You may think you know the city well, pal, but you've never tried to go through it with contraband. You find yourself caught by customs agents or guards, and they ain't gonna slap your wrist. Good luck. Not so keen on the smuggling gig. Don't even know what's in the box. What if tomorrow Ophir gets blown to smithereens? What if it was our fault? How can I live with myself? We don't have a choice. He's giving us a place to stay, so we owe him. Plus, I don't think he's into risking an entire city's worth of clients. Yeah, alright, fine. Dann machen wir halt die Schmuggel. Scheiße, blöde. Help me! Jetzt schon wieder. Sir, I'm sorry to... I heard you help people around the city. Heard you had compassion for those in need. I'm sorry. My name is Carlotta. Zachariah Mancer, what can I do for you? It's my husband. He's gone. He just... I know he's dead. I know it. Whoever did it, please. Find whoever did this to him. Find those men. What men, ma'am? You saw men take your husband? No, I mean,